So erlebt man den Stummfilmklassiker wie noch nie. Die Menschen auf dem Jahrmarkt lockt der zwielichtige Dr. Caligari in sein Kabinett. Alles nicht nur mit Musik, sondern auch mit Gebrabbel und Geräuschen. Wir haben uns wirklich die Mühe gemacht, die ursprünglichen Geräusche alle wiederherzustellen, um den Film lebendig werden zu lassen. Der mordende Cesare, ein schicksalhafter Schlafwandler, steht im Bann des bösen Caligari. Der Film von 1920 nimmt viele Motive der Filmgeschichte vorweg. Die Menschen kehren ihr Innerstes nach außen. Und das fand ich unglaublich faszinierend, weil in den Menschen zu sehen und seine Gefühle nach außen zu transportieren und in die Musik zu übersetzen, das ist unheimlich spannend. Gemeinsam mit seinem Klangregisseur Matthias Black stellt sich der Musiker in den Dienst eines berühmten Filmkunstwerks, der Düsseldorfer Karl Bartos. Er war Mitglied der Elektropop-Band Kraftwerk in den 70er und 80er Jahren zu ihren besten Zeiten. Auch Bartos und Kraftwerk waren Vorreiter. Bei ihnen war es die elektronische Popmusik. Nun packt Bartos seine Geräte aus und vertont das Kabinett des Dr. Caligari neu. Die elektronische Musik macht die Innenwelten der Figuren, wie bei Cesare und Filmheld Francis, spürbar. Ich kann Sprache in meinen eigenen Träumen nicht wirklich empfinden. Ich kann sie auch nicht verstehen, das ist eher so telepathisch. Und dann kam ich darauf, dass wir die erzählende Welt so zum Klingen bringen wollen, als hätte Francis Kaleidoskopohren und würde das Ganze komplett schräg hören, also in einer verrückten Wahrnehmung. Das historische Fördermaschinenhaus des Energetikons in Alsdorf bei Aachen. Heute Abend ist hier Uraufführung der neuen Musik. Projiziert wird der Film in der hochwertigen 4K-Version. Karl Bartos und Matthias Black spielen live. Anschließend geht die Show auf große Tournee. Okay. Der Film ist ein Essential für unsere Kultur. Nicht nur für die Popkultur, sondern auch für alles, was es gibt, soziale Intelligenz, der Mensch und die Kunst. Alles passiert im Inneren des Menschen. Und deshalb ist er schon zeitlos, weil das sind die Menschen, die damals dort auf dem Jahrmarkt sind, das sind wir. Bartos hebt mit seiner Popularität als Ex-Kraftwerker den Kinoklassiker aus der Mottenkiste in die großen Konzerthäuser. Dahin, wo der Film immer schon hingehört hat. Und wenn der Film im Irrenhaus endet und sich die Realitäten unübersichtlich verschieben, sind wir auch nach über 100 Jahren im Jetzt gelandet.